Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video. Hier soll es mal wieder um Musik gehen. Und zwar, ich habe hier ein neues Programm entdeckt. Das ist aber gibt es seit, ich schätze mal so Ende 2020, Anfang 2020 ist das erste Mal halt überhaupt bekannt geworden, dass dieses Programm in Entwicklung ist. Das Programm heißt Z-Rhythm und das ist eine digitale Audio-Workstation und die hat halt ein paar Features, wo sich manche Leute, auch ich gehöre dazu, die Finger nachlecken und es ist eine Beta-Version, deswegen es klappt nicht alles, aber wenn man halt weiß, was man macht und nicht zu viel verlangt, dann kommt man eigentlich ohne Abstürze mit dem Programm durchs Leben. Z-Wism sieht folgendermaßen aus. Was man immer am Anfang machen sollte, ist, dass man das hier so ein bisschen rüberschiebt, damit man hier die Spurennamen und so weiter vernünftig sieht. Und standardmäßig sind hier Chords offen, also Akkorde. Dann gibt es Marker und dann gibt es hier ganz einfach den Master. Das ist wo es zusammengemischt wird, was man hören möchte. So, weitere Spuren kann man hier so hinzufügen. Oder aber man geht direkt hier über diesen Plugin-Browser und packt sich die Synthesizer, die man nutzen möchte, da hinein. So starte ich jetzt hier. Das heißt, ich wähle erstmal hier Instrumente und dann möchte ich Search nutzen als Synthesizer. Das mache ich auch aus dem Grunde, weil der ganz gut mit der Software hier zusammenspielt, ohne dass es stark abstürzt. Also Search ist aber auch ein wirklich toller Synthesizer. Fangen wir mit Search an, einfach Doppelklick, ne, nicht Doppelklick. Man zieht den jetzt einfach hier so rein und dann hat man hier die Benutzeroberfläche von Search und da gehe ich dann immer her und stelle hier den Zoom auf 150% ein und dann kann man hier wunderbar alles einstellen. So, jetzt nimmt man natürlich nicht, ich möchte so Akkorde generieren und die sollen dann mit einem Instrument gespielt werden. Da wählen wir erstmal eine Kategorie aus, da können wir hier rein, Kategorie, das sind die Plugs, also gezupfte Saiten und ich nehme jetzt, da kann man jetzt zum Beispiel hier eine E-Gitarre nehmen als Beispiel und wir können aber gleich dann noch ein bisschen was mit rumspielen. So, das lassen wir jetzt erstmal so und dann können wir diesen Search hier, den können wir einfach klein machen. Dann kann ich den hier jederzeit wieder aufrufen. Wobei, das geht jetzt hier nicht. Warum nicht? Ach, da ist er. Als Skala wird er da angezeigt. Egal. Gut, wir haben die erste Spur drin. Da will ich jetzt aber gar nicht Noten zu generieren. Ich mache erstmal das nächste Instrument, dann nehmen wir wieder Search und da nehmen wir einen Bass. Das heißt, ich gehe hier auf Basses und dann wählen wir mal Bass 3 aus. So, den mache ich aber auch hier mal gerade ein bisschen größer auf 150%, dass man auch den vernünftig sieht. So, jetzt fangen wir an mit den Akkorden. Und zwar, dass das hier so Vierer-Blöcke sind, also 4 Takte. Das passt mir schon mal ganz gut. So, hier den Takt, da möchte ich was anderes haben. 120 Beats, nicht ganz so schnell. Und dann können wir erstmal mit den Akkorden hier weitermachen. Ich gehe jetzt her und füge hier eine Akkordspur zu. Zufügen geht hier, das ist eben Einfügen, also Edit Mode, das ist der Select Mode. Dann haben wir hier einen Cut, einen Erase Mode, einen Ramp Mode und noch einen Audition Mode. So, die kann man auch über die Tasten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 erreichen, aber das ist leider so, jetzt kann ich das nicht. Ich muss hier einmal hinklicken und jetzt, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich, und ich habe hier was reingezeichnet, dann kann ich dann mit den Tasten umschalten. Da müsste der Programmierer vielleicht nochmal dran das ein bisschen ändern. So, jetzt haben wir hier die Akkorde, die ziehe ich so breit, wie das hier ist. Jetzt können wir Taste 1 drücken, dann gehen wir auf den Select
selektieren den einfach einmal und dann haben wir hier unten eine Akkordeingabe. So, ich bin aber gerade hier falsch gerutscht. Das muss jetzt ein bisschen nach oben gezogen werden. Und jetzt überlegen wir uns erstmal, was für Akkorde brauchen wir überhaupt. Also ich möchte das Ganze in A-Moll generieren. Das heißt, ich klicke hier auf dieses Symbol und da wählen wir jetzt aus A, aber Minor, also Moll. Und dann A ist die Bassnote. Okay, das gefällt mir. Brauchen wir einmal nur Escape drücken. Jetzt haben wir hier ein A Minor drin. Und dann haben wir weitere Akkorde. G Major, jo, den können wir so lassen. Also G Dur. Den F Dur können wir auch lassen. Und dann haben wir hier noch D und E. E Major, da möchte ich aber Minor haben. Also gehen wir hierher, machen daraus ein Minor. Und Bassnote stimmt. Und hier bei D Major, da machen wir ein D Minor raus und Bassnote D. Okay. So, jetzt habe ich die Akkorde, die ich hier nutzen werde, erstmal definiert. Wir können aber auch direkt noch ein bisschen was spielen. Und zwar hier den den Fis Major, den werden wir niemals brauchen. Da mache ich jetzt auch einen G Major raus. G Major. Und das wird aber Tast G, der Bass. So, dann habe ich den hier doppelt. Und dann kann ich den hier kann ich dem Akkordabwandlung mitgeben. Also zum Beispiel machen wir hier mal ein -1 und hier bei dem F Major, da machen wir den F hier hin, weil der E Minor ist ja da richtig. Obwohl, ich kann den auch hier hinpacken. Machen wir den E Minor hier hin, E Minor und E. E, so, und dann nehmen wir den hier und den wandeln wir jetzt ab in einen F Major mit F und dann können wir dem hier auch noch, ich sage jetzt einfach mal 1 mitgeben. So, dann haben wir schon mal für G Major und für F Major die Akkordänderung. Die kann ich gleich noch bearbeiten, wenn sie mir nicht gefallen. Ein bisschen was anderes wählen. Dann haben wir E Minor, D Minor. Und hier machen wir dann auch noch ein E Minor hin. E Minor und mit E. Und da machen wir mal ruhig eine 2. Okay, und dann haben wir hier noch ja, C Major, den möchte ich eigentlich behalten. C Major möchte ich eigentlich behalten. So, das heißt, aber den mache ich mir unten neu gleich. Dann machen wir hier jetzt ein D Minor mit Taste D. Und da machen wir auch ruhig mal die 2. So, jetzt haben wir G, G. Und da machen wir den C raus. So, das heißt ein C Major mit Taste C. Da haben wir A Minor und hier machen wir auch noch ein A Minor. Das heißt Taste A und Minor. Und den machen wir auch ruhig mal auf 2. Und dann können wir hier noch ein C Major definieren. So, C Major natürlich mit Taste C. Machen wir -2. Okay, so. Dann können wir anfangen festzulegen, was für Akkorde möchte ich überhaupt spielen. Also man geht jetzt her und geht hier auf den Bearbeiten-Modus, fährt hier hin, wo man was machen möchte und tippt da einmal hin.
So, dann können wir hier in der Vergrößerung sehen, wie groß die sind. Und dann können wir den nächsten direkt hier dran setzen. Ja, das ist ein bisschen komisch mit diesen Blöcken, aber ich denke mal, es wird klappen. So, dann geht es weiter mit einem G. Aber hier, da kann ich jetzt einfach hergehen. Ich wechsle auf den Select-Modus und dann kann ich hier sagen, da möchte ich halt ein anderes A Minor haben. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, ich denke mal, so wird es passen. Warum der da groß und da breit wird, keine Ahnung. Also, wenn es hinterher vernünftig rauskommt, spielt es keine Rolle. Also hier, da haben wir jetzt, das mache ich aber so. Oh, machen wir es so. Also da wird jetzt halt erster Part hier, da wird A Minor gespielt. Das können wir hier ruhig auch noch machen. Da machen wir dann hiermit weiter. Das heißt wieder Taste 2 drücken und da geht es weiter. Und dann geht es hier oben. So, dann haben wir die erste Hälfte des Taktes und danach möchte ich einen C-Dur spielen. So, den haben wir hier. C-Dur, C-Dur. Dann nehmen wir den zweiten C-Dur und dann spielen wir hier noch ein G. Da möchte ich aber das normale G spielen und dann kommt da dann das zweite G dran. Das machen wir hier auch noch. So, jetzt haben wir den ersten Takt an Akkorden definiert. Ich kann jetzt erstmal das hier nehmen, hier rüber schieben. Und wenn ich das spiele, passiert gar nichts. So, der Grund ist, ich habe ja jetzt hier die Spuren und hier die Akkorde. Wenn ich auf die Akkorde gehe, die selektiere, dann kann ich hier einstellen Direct Out und da steht None. Und da klicke ich jetzt drauf und dann haben wir hier ein Instrument und dann nehmen wir Search. Beziehungsweise ich gehe mal gerade her und benenne die um. Das war ja hier der Bass. Das heißt, da geht man dann rechte Maustaste, Rename und das ist Bass. Und das hier ist rechte Maustaste, Rename und das nennen wir Akkorde. Okay, was man in dem Programm jetzt in der Beta-Version immer machen sollte, ist, dass man hier auf Projekt wechselt und dann hierher geht, Save As. Und das war meine erste Speicherung von einem leeren Projekt. Und dann machen wir hier 002 raus und speichern das Ganze. So, das ist ohne Fehler passiert. Und jetzt können wir hier wirklich die Akkorde erstmal anklicken und hier jetzt das richtige Instrument auswählen. Und zwar Akkorde. So, leider geht das hier nicht mit Doppelklick und so. Da muss man immer irgendwo hinklicken, damit das weggeht. Und jetzt können wir mal schauen, ob da was rauskommt. Ja, da kommt was raus, aber viel zu tief. Und auch zu laut. So, haben wir die Searches hier noch offen. Die E-Gitarre. Jetzt habe ich den zugemacht. Das war nicht so gut. Dann kann man hier wieder hergehen auf die Akkorde und kann hier den Search doppelklicken. Jetzt müsste er wieder auf sein.
Ich glaube, ich habe die falsch zugeordnet. Das heißt, hier der Search, das ist nicht der Bass, sondern die Akkorde. Ergo müssen wir das hier abändern. Und das möchte aber nicht. Machen wir den mal gerade zu und schauen uns das nochmal an. So, das ist so eine Sache im Programm, dass man diesen Doppelklick auf die Instrumente hier, das führt immer nur jedes 5. Mal zum Erfolg. Das heißt, da muss man ein bisschen Geduld haben. Stellenweise hilft es auch, das hier so umzustellen und da zu klicken. So, jetzt haben wir hier den Bass, habe ich hier gewählt. Das können wir mal gerade schauen. Jo, das ist der Bass und da ist die E-Gitarre drin. Das ist natürlich falsch. Also wird hier der Bass gewählt. Und dann können wir das zumachen. Und dann gehen wir wieder auf die Akkorde und versuchen mal, ob wir den hier aufkriegen. Jetzt ist er auf und jetzt kann ich hier auch wieder wählen und das wird dann Plugs. Und dann nehmen wir jetzt wieder die E-Gitarre und horchen mal, ob so besser rauskommt. So, einmal hier reinklicken. Aber der Weisheit letzter Schluss ist das Instrument nicht. Ich hatte da dann unter den Plugs ein Ding gefunden mit dem Buchstaben H, irgendwas mit Happy oder so ähnlich. A, B, C, D, F. Happy. So, den können wir mal gerade hier wieder löschen, denn der ist aus Versehen da reingekommen. Das heißt, dann können wir Taste 4 und mag er nicht. Entfernen. Jo, jetzt ist er weg und dann kann so, dann wechseln wir wieder hier, beziehungsweise sind wir immer noch drin. Und wir haben ja hier insgesamt 4 Takte, die wir jetzt noch beenden können. Das heißt, ich schiebe das jetzt hier rüber. Und dann können wir hier weitermachen. Versuchen wir hier mal mit D und E Moll weiterzumachen. Das heißt, ich wechsle wieder mit der Taste 2 auf den Edit-Mode und dann machen wir hier einen Minor rein. Aber das ist der, doch, das ist der D-Minor. Den machen wir zweimal und dann machen wir hier oben den da auch. Und danach kommt dann der E-Moll. Und den machen wir, da müsste der sein, der zweite aus dieser Reihe. So, mal schauen. So, dann machen wir hier was mit G und F. G. So, dann das F. Das machen wir da. Und da ist, glaube ich, das zweite. Ja. So, mit Shift und Rollrad kann man das hier so rüberschieben. Ja, das können wir hier ruhig. Und da dann F nehmen. F-Major. Wo ist der zweite F-Major? Ich glaube hier. Ja.
Dann gehen wir hier rüber, holen uns alle hier rein. Mal gucken, ob Steuerung A geht. Jo, das geht. Und dann können wir einfach Steuerung D drücken und dann sind die hier drüber geholt. Die muss ich jetzt noch zurechtschieben. Da möchte ich die haben. Die tauschen wir mal gerade aus und da machen wir alles so und da alles so. Und hier beim G machen wir auch das so. So, nochmal anhören. Jetzt gucken wir uns das hier mal an, ob wir hier noch welche reinsetzen müssen. Ich denke schon. Nee, das geht nicht. Aber jetzt, der spielt jetzt einfach so plär, 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 die Akkorde. Das will ich so überhaupt nicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, sogenannte oder weitere von diesen Plugins zu benutzen. Und zwar, da gibt es ein Plugin, das heißt ARP. Das können wir hier mal gerade suchen. Da müssen wir, glaube ich, hier hin und hier gebe ich ein ARP und dann wechseln wir auf FX. Und hier, das ist unter MIDI und da haben wir QMIDI ARP und das heißt ARP. Und den packe ich jetzt einfach hier als FX rein. Das heißt MIDI FX. Und dann haben wir den da drin. Und da kann ich jetzt sagen, was möchte ich denn, was mit den Akkorden gemacht wird. Und zwar, da machen wir ein Simple 8 und dann machen wir das hoch und runter und -1 und +1. Einmal zumachen und horchen. So, will man Lautstärken ändern, so kann man das hier machen. Dann haben wir hier Akkorde. Dann kann man die hier lauter machen. Ich kann aber auch jetzt diesen ARP hier aufrufen. Und dann können wir hier das mal auf Simple 16 stellen. Dann macht er mir da eben schöne Arpeggios raus. Das gefällt mir so. Muss mal gucken, warum die so leise sind. Das kriegen wir aber gleich im Mix entsprechend hin. Jetzt machen wir dazu noch einen Bass. Beziehungsweise, wo ich
Und dann können wir hier einen zweiten Akkord-Pattern hinzufügen. Das heißt, ich wechsle wieder auf den, da müssen wir hier einmal auf Edit gehen und dann hier. So, da brauche ich jetzt einmal STRG D drücken und den möchte ich jetzt bearbeiten. Zum Bearbeiten müssen wir hier wieder dahin wechseln und dann muss man natürlich hier auch rüber wandern, bis die Akkorde dort kommen. Da sind die Akkorde und da möchten wir jetzt was anderes machen. Und zwar, da fangen wir mit E Minor an. Dann D. Wo habe ich den zweiten D? Da. So, die schmeiße ich erstmal raus, die können wir gleich frisch machen. So, mal gerade schauen. Da haben wir hier noch den ganzen Kram, der kommt auch erstmal raus. So, dann wechseln wir das hier, dass wir dann nur diesen Teil da hören. Müssen wir einmal da hinklicken. So.
mal mit den Akkorden durch. Machen wir einen Bass dazu. Den mache ich jetzt nicht automatisch. Der muss ja wirklich eingespielt werden, also einprogrammiert. Das heißt, da wechseln wir jetzt hier einfach nach vorne. Gehen wir mal. Das hat er. Den muss ich nehmen. Ich will jetzt erstmal den ersten Takt hier. Und dann können wir hier, an sich sollte ich da den Bass hören. Mal hier hin. Ich mache einfach mal ein paar Basstöne rein. Ich glaube, die waren sowieso viel zu hoch. Das heißt, da müssen wir hier hin. Da müssen wir so bei A2 oder sowas beginnen. Vielleicht hören wir da was. Ja, da hören wir was. So, wenn wir das hier größer machen, dann sieht man auch, was für Noten da gespielt werden. Also das ist A, bis zur Hälfte und dann C und G. Das heißt, da fangen wir mit dem A2 an. Taste 2 drücken. Dann gehen wir einfach in den Zoom. Und dann können wir die hier auch, das sollte eigentlich gehen, auf die Hälfte machen.
Drücken wir hier mal auf Adaptive, dann sollte das... Versuchen wir es mal einmal umschalten. Lassen wir das so. Aber wir müssen hier, da wird C gespielt und Start G. Okay, gehen wir den nächsten. Dann soll das hier auch rüberschieben.
So, müssen wir mit G weitermachen hier. G, hier einen neuen Bass rein. Das heißt, da machen wir wieder 2. So, da haben wir wieder A. Falschen hier. Die können wir erstmal rausschmeißen. Einmal dahin klicken. Jetzt können wir hier eintragen. Also wieder starten. So, dann können wir hier mit A wieder beginnen.
So, dann haben wir hier den neuen. Das uns auch mal hier ein bisschen größer machen. Da fangen wir mit E-Moll an für eine ganze Weile. Also starten wir wieder. Das tiefe E nehmen können. D. Dann kommt G.
drücken, da rein, dann haben wir den hier neu. Dann können wir hier loslegen. Dann fangen wir mit C an. C2. Dann können wir uns das hier wieder nach vorne packen und uns das mal komplett anhören. Schmeißen wir den hier raus. Ja, der war viel zu lang. Dann gehen wir hier mal rein. So, der geht von 5 bis 9. Das heißt bis 7. Das bleibt alles bestehen. Und den hier, den löschen wir raus. Den auch. So. Haben wir 5 bis 7. Können wir den hier auch noch entsprechend rüberschieben. Den können wir löschen. Dann machen wir hier eine Kopie von und da eine Kopie von und hören uns das nochmal an. Also jetzt haben wir hier schon so einen Hall, der kommt aber von dem Search Synthesizer. Wir können aber Hall auch anders hinzufügen. Und zwar so, dass man hier zum Beispiel Calf eingibt für die ganzen Calf-Effekte. Dann kann man hier unten sehen, bei Calf mit R, da haben wir hier das Reverb. Und das kann ich jetzt einfach hier reinziehen. Dann habe ich eine Effektspur und hier das Reverb auch zum Bedienen. Und dann können wir, ein Delay möchte ich nicht machen,
aber wir machen vielleicht gleich noch ein Schlagzeug hinzu. Da brauchen wir noch einen Flanger. Und da haben wir hier den Flanger. Den packe ich mir auch noch da rein. Und die mache ich erstmal zu. So, jetzt wie kann ich die Instrumente auf die Effekte schalten? Das geht folgendermaßen. Da wechselt man hier auf diese Ansicht, wo man den Mixer im Prinzip, und da hat man hier so Sense heißt das Ganze, und da kann ich jetzt sagen, die Akkorde, die sollen entweder Pre-Fader, das heißt nach dem Fader, oder Post, warte mal, was ist denn Pre? Und Post ist nach dem Fader. Das heißt, wenn ich Post-Fader nehme, dann wird die Lautstärke, wenn ich das leiser mache, kriegt auch der Effekt weniger mit. Und das Post-Fader fand ich hier das Richtige. Also machen wir hier einen Doppelklick hin. Und dann kann ich einfach sagen auf Carve Reverb und kann jetzt hier die Lautstärke einstellen, wie viel ich davon auf den Flanger geben möchte. Und wenn wir jetzt starten, dann sehe ich hier Carve Reverb auch. Da kommt was ran. Das machen wir mit dem Dings auch im Bass. Das ist immer ein bisschen schwierig hier, müssen wir mal daneben klicken. Und wie gesagt, das ist eine Beta-Version. Wir wollen nun Schlagzeug machen. So, Schlagzeug ist ein Instrument. Und zwar, das, was ich da nutze, ist das Geon-Kick. Und zwar diesen hier, nicht den Single, sondern den. Den ziehe ich jetzt einfach hier rüber. Und dann sagt er hier, möchten Sie für jede Ausgabe einen separaten FX-Track haben? Jo, das möchte ich. Sind das Stereo-Outputs? Ich glaube nicht. Und dann heißt ein bisschen warten. Das sind auch so Sachen, wo man vielleicht vorher das Spielen stoppen sollte. Aber wenn ich Glück habe, klappt's. Ja, hallo Leute, das war ein ganz klarer Absturz, aber es war relativ einfach, das wieder herzustellen. Einfach neu laden, dann sagen, dass er die Sicherheitskopien laden soll, nicht das, was ich zuletzt abgespeichert habe. Und da sind wir wieder. Also, das ist jetzt, speichert er dann noch das mit dem Reverb, was ich da eingestellt habe. Und dann können wir nochmal mit dem Schlagzeug loslegen. Erstmal stoppen wir bevor wir das machen, das Abspielen. Und ich muss, soweit ich weiß, dort angeben, dass ich Stereo nutze. So, das heißt, ich mache hier nochmal dieses Geon-Kick rein. Geon-Kick, da haben wir es. Und dann kann ich das einfach hier reinziehen. Dann kommt hier die Meldung, ja, muss man da sagen, ich möchte separate FX-Tracks haben. Und ja, die sind Stereo. Und jetzt noch mal ein bisschen warten. Das braucht wirklich eine Zeit, weil er da, ich glaube, 16 Spuren anlegt.
So, da ist das Geon-Kick da. Das sind jetzt, da kann man hier so ein Kit wählen. Da ist jetzt ein Default drin. Da kommen jetzt weitere hinzu. So, das erste hier, das nennen wir einfach mal Kick für die Kick-Drum. Und dann kann man entweder was laden, was man schon erzeugt hat, oder was Neues machen. Ich will das hier direkt zeigen, wie man was Neues macht. Das heißt, dann gehen wir hier erstmal, Any ist Unfug, das spielt er bei jeder Note. Ich möchte aber genau bei einer Note, dass er spielt, und da zeige ich euch jetzt, wie das geht. So, wir wechseln erstmal hier zurück. Dann hat er hier angelegt einmal Geon-Kick Output, dann ein Geon-Kick, wo der MIDI-Spur dran kommt, und dann hier 1 bis 16, das sind die Spuren für die einzelnen Instrumente. Und dann legen wir jetzt erstmal hier die MIDI-Spur an, und zwar, da fangen wir schön klein an mit einem Takt, so von 1 bis 2. Mal gucken, die geht die Taste 2 jetzt im Moment. Okay, dann machen wir hier die Spur hin, einmal Select, also Taste 1 drücken, da reinklicken, hier wechseln auf den Edit-Bereich. Das können wir uns jetzt hier so nach oben ziehen, damit wir da auch wirklich was hier editieren können. Dann klickt man hier einmal auf das Trommelsymbol, und dann haben wir hier die verschiedenen Instrumente, die wir haben. Da haben wir Bassdrum, Akustik Bassdrum, und da muss man sich hier anhand der schwarzen Tasten überlegen. Also das müsste C sein. Das ist, glaube ich, C2. Und das können wir jetzt austesten. Also Akustik Bassdrum möchte ich gerne nutzen. Dann wechseln wir wieder auf den Geon-Kick und wählen hier aus. C2 ist das. Das ist der hier. Und dann können wir hier mal auf den Akustik-Drum klicken. Ne, das ist C2, genau, das ist B, Bassdrum, auf Bassdrum. Okay, das ist mir auch, ist auch in Ordnung. So, jetzt eine Bassdrum, die, oder so eine Kickdrum, die besteht, da gehen wir hier auf Controls, aus einem Ton, das machen wir mit dem Oszillator, und der wird entsprechend angeschlagen wie so eine Saite, aber es ist halt die das Fell, und das schwingt dann und fällt relativ schnell wieder ab. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, beim Envelope einmal die Amplitude einzustellen. Das ist das hier. Und da können wir jetzt sagen, okay, das soll so abfallen. Das können wir jetzt schon mal anfangen. Und dann macht man hier einen Doppelklick rein, und dann kann man hier jetzt so mehrere, also so eine Art Abfallkurve exponentiell erstellen. So, gleichzeitig kann man die Lautstärke hier anheben, und dann sieht man, da wird das da auch lauter. Und wenn wir jetzt nochmal hier auf Bassdrum klicken, ja, aber der Ton ist natürlich völlig falsch. So, das heißt, dann haben wir hier den Punkt Frequenz. Den kann ich jetzt auch hier anklicken, dann wird der auch hier oben angegeben, und dann kann ich das hier in der Frequenz nach unten setzen. Gehen wir mal hier hin, machen wir das so durchgehend gleich und klicken nochmal auf Bassdrum. Ja, das ist schon wesentlich besser. Schauen vielleicht noch ein bisschen tiefer. Jo, das klingt schon ganz gut. Dann kann man hier immer wechseln auf die Amplitude hier, und dann können wir die Amplitude hier noch ein bisschen erhöhen. Schauen wir nochmal. Okay, aber die könnten ein bisschen böser klingen. Das machen wir mit einem Filter. Den haben wir hier. Dann kann man den Filter aktivieren. Da ist jetzt aber noch nichts passiert, weil da muss jetzt hier noch, müssen wir mit den Frequenzen hier ein bisschen rumspielen und mit der Resonanz gucken, was wir so haben.
Ja, das klingt schon recht vielversprechend. Und jetzt kann man noch mit dem Noise, dass da so ein bisschen Geräusch reinkommt, also Rauschen, vielleicht braunes Rauschen. Ich glaube, das hat im Deutschen einen anderen Namen, nicht Bornien, sondern, ich komme nicht drauf. Also weißes Rauschen ist klar und ich glaube, das heißt farbiges Rauschen. Aber egal, das können wir einfach mal aktivieren und mal horchen. So, das ist natürlich das Rauschen viel zu stark. Dann machen wir hier die Amplitude. Das geht natürlich durchgehend und das brauchen wir hier nur am Anfang. Das heißt, dann machen wir wieder hier so einen Verlauf da rein. Horchen wir nochmal. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Das ist so ein Knacken mit am Anfang. Mal gucken, noch ein bisschen mehr. Ja, das können wir so nehmen. So, jetzt kann man hier diesen Ton abspeichern. Das heißt, da gehen wir einfach auf Save. Da habe ich mir hier so ein Verzeichnis angelegt. Da sind schon ein paar so Sachen drin. Das heißt Z-Rhythm. So, da haben wir es mit großem Z. Und da sind die. Und da nenne ich das jetzt hier mal Kick. Tut. Nummer 1 und gesichert. So, dann gehen wir hier auf das Kit. Da sehen wir, der kommt auf Kanal 1. Das gefällt mir. Dann können wir das nächste Instrument anfangen. Einmal Plus hier drücken, hier draufklicken, Doppelklick und das wird jetzt eine Snare. Und dann kommen wir hier hin, die kommt auf Kanal 2. Und dann, die ist nicht ganz so einfach, sage ich direkt mal dazu. So, hier waren wir bei Bassdrum bei C und das machen wir unter Akustik Snare. Das ist dann die Taste D2, also der. Das heißt, wenn ich jetzt hier, dann piept das wieder und dann können wir hier wieder auf die Controls gehen, uns überlegen, eine Snare, die besteht auch ein bisschen aus dem Ton, aber hauptsächlich aus Noise. Das heißt, den Ton können wir ruhig hier nehmen. Dann machen wir was Ähnliches wie gerade mit dem Bass. Das heißt, bei der Amplitude, da haben wir auch so ein Verhalten, wie wir es bei der haben, dass das so relativ schnell abklingt. So, die Frequenz, die muss niedriger werden. Das heißt, da mache ich das wieder hier drüber. Aber die ist jetzt nicht so niedrig gestimmt wie so eine Bassdrum. Ist ja viel kleiner. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, das klingt gar nicht gut. Gar nicht schlecht. Ist ja gar nicht gut. So, das... dann machen wir hier nochmal die Amplitude. Das kann ruhig ein bisschen mehr werden. Und hier die Amplitude hier auch. Klicken wir nochmal auf. Ein bisschen zu hoch. Also gehen wir wieder auf die Frequenz. Können die entweder hier ändern oder ich kann sie auch hier ein bisschen ändern. So, dann gehen wir da auf 100. Ich glaube, bei der Kick war ich bei 50. Jo. So, dann gehen wir nochmal auf die Amplitude und die kann, glaube ich, ruhig ein bisschen schneller abklingen. Okay, jetzt kommt das Rauschen hinzu. Das kriegt jetzt wesentlich mehr. Erstmal wird es ein weißes Rauschen. Und da haben wir auch eine Amplitude. Und das muss genauso einjustiert werden wie
wie der Ton der Snare Drum. Klicken wir nochmal hier hin. Wo bist du? So, das wird aber länger. Okay, da können wir auch noch ein bisschen mit dem Filter nachhelfen. So. Der Ton muss eigentlich höher sein. Also gehen wir nochmal hier auf die Frequenz und machen die ein bisschen höher. Schauen wir nochmal. So, da gibt es, wie gesagt, den Filter haben wir hier. Und hier unten kann man noch Kompression machen. Da bin ich, aber können wir einfach mal ausprobieren. Da kann man hier jetzt ein bisschen mit rumspielen. Gucken, ob sich was ändert. Und vor allen Dingen hier mit, da kann man das ein bisschen brutaler machen. Ich muss den auch aktivieren. Ja, toll. So. Make-up ist, glaube ich, dafür da, um die Lautstärke dann wieder zu korrigieren. Und hiermit, da kann man das so ein bisschen verändern. Gucken wir mal. Okay, das nehmen wir jetzt. Dann wird das auch gespeichert. So, Verzeichnis ist Gott sei Dank das gleiche. Das heißt, das ist jetzt Snare-Tut 1. Und dann haben wir hier im Kit schon zwei Instrumente, eine Kick und eine Snare. Dann mache ich mir normalerweise ein Hi-Hat Closed. Das heißt, ich mache hier nochmal Noise. Das kommt auf Kanal 3. Das heißt Closed. Also geschlossene Hi-Hat. Wenn man da so drauf rumtickert. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal wieder so der Ton. Jetzt gucken wir hier. Hi-Hat Close, das ist da. Das ist jetzt so, da sind wir bei der Akustik Snare. Dass der mitpiept, liegt daran, dass ich das noch nicht geändert habe. Das war ja die Taste D2, also Ton D2. Dann haben wir hier E2, F2, Fis2. Okay, dann gehen wir wieder hier rein und ändern hier das um auf Fis2. Das haben wir da. Jetzt sollte der, wenn ich die Snare hier, nicht die Electric, die nicht mehr mit tickern und bei Close da. Da kommt er. Okay, dann gehen wir hierher auf wieder die Controls und so ein geschlossener Hi-Hat hat einen ganz kurzen Ton, eigentlich nur Noise. Da können wir den Oszillator erstmal ausmachen. Und der Noise, der ist weiß, das ist schon korrekt. Und die Amplitude, das muss natürlich auch dann hier entsprechend angepasst werden, dass das so ein kurzer wird. Ein ziemlich sehr, sehr kurzer. Aber nicht zu easy. So, dann gucken wir mal. Ja, ist nicht schlecht, aber zu kurz. Also müssen wir das hier noch so ein bisschen
Können wir hier die Lautstärke ein bisschen höher machen, damit wir ein bisschen mehr hören. So, dann machen wir einen Filter noch ran. Gucken. Filter muss angemacht werden natürlich. Gucken. Jo, nicht schlecht. Und gehen wir hier noch ein bisschen runter. Bisschen Resonanz raus. Ich glaube, den mache ich noch ein bisschen länger. Das heißt, die Envelope, die Amplitude hier, so, nochmal klicken. Okay, den nehmen wir so. Das heißt Save. Dann nennen wir das haha closed und tut 1. So, dann haben wir jetzt schon hier 3 Instrumente. Wir können noch einen Hi-Hat Open machen. Der ist ziemlich schwierig, aber versuchen wir es mal. So, Hi-Hat Open. Den benenne ich hier. Der kriegt den Kanal 4. Und dann gucken wir, wo kommt der denn hin? Da war ich gerade bei Closed Hi-Hat. Und Open Hi-Hat ist hier oben. So, Closed Hi-Hat, das war Fis. Dann haben wir GIS, dann haben wir AIS. Okay, das heißt hier auf Nummer 2 AIS. Das müsste der sein. Gucken wir mal. Jo, der piept, das ist richtig. Dann gehen wir wieder auf die Controls. Der besteht natürlich auch aus dem Noise, aber hat ein komplett anderes Verhalten. Und dann machen wir sowas, dass der so offen und dann abgebremst wird. Versuchen wir das mal. Also Amplitude und dann haben wir den hier hin. Ist der natürlich... Bin ich am falschen Kino? Ach, der Noise muss natürlich angemacht werden. Oszillator brauchen wir keinen. Können wir mal hier... Das ist jetzt einfach das Rauschen. Und dann machen wir uns hier die Hüllkurve hin. Ruhig gut laut. Und... Ich denke mal, da machen wir am Anfang so ein Aufschwellen rein. Horchen wir mal. Okay, nicht schlecht. Und dann muss das hier hinten natürlich dann noch entsprechend abschwellen. Ja, reinzoomen kann man hier nicht. Ich glaube, man kann das größer machen, aber ich will jetzt hier nicht einen Absturz provozieren. Gucken, was wir hier haben. Ja, ein bisschen länger. Kann ein bisschen lauter werden. Okay, den nehmen wir so. Das heißt, da machen wir Save. Und das heißt jetzt haha open tut 1 gesichert. Und
Mehr Instrumente für Schlagzeug will ich jetzt nicht definieren. So, dann können wir das Instrument hier zumachen und können hier loslegen, eine Schlagzeugspur zu machen. Also wir haben hier die Bassdrum und da wechselt man jetzt wieder mit Taste 2. Wenn das nicht geht, muss man hier oben hinklicken. Und macht hier einfach so ein Knöpfchen dahin. Das hat er jetzt aber nicht genommen. Das muss schon richtig dahin. Wo habe ich das denn jetzt hingemacht? Da geht es aber gar nicht hin. Das heißt, gehen wir gerade Taste 4, einmal löschen. Taste 2, wir gehen an den Anfang. Und hiermit kann man auch das so schön vergrößern. Das geht besser als mit dem Mausrädchen. Und dann, da sieht man jetzt, da kommen dann hier die schwach sichtbar die Zwischenspuren, wenn man weit genug reinzoomt. Und wenn man, glaube ich, weiter zoomt, dann werden die ein bisschen sichtbarer werden die nicht. Aber so habe ich jetzt 2 Takte, einen Takt habe ich erstmal hier. Und dann können wir hier mit der Bassdrum anfangen. So. Muss man sich jetzt überlegen, wie schnell das wird. Man kann sich jetzt hier die kann man muten. Das heißt, hier den Bass, den muten wir mal und die Akkorde auch. Entweder so oder aber, ich denke, das ist besser. Wir machen da den zweiten Bassschlag hin und den dahin. Jo. Damit haben wir den Bass. Dann gehen wir mal hier hin und fahren das hier da vorne hin, damit wir da auch immer nur das hören, was wir gerade gemacht haben. Das ist der erste Takt. So, dann können wir die Hi-Hats dazu machen. Taste 2. Kann ich hier auch bewegen. Die Hi-Hats, die sind zu laut. Das kann ich jetzt hier entweder in der Lautstärke ändern oder aber ich mache den Geon-Kick auf. Das heißt, ich gehe mal hier raus, dann wählen wir den hier aus. Dann können wir den hier doppelklicken. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein Geduldsspiel, dass er da wirklich aufgeht. Rechte Maustaste. Inspect. Inspect scheint auch nicht zu funktionieren. Dann
Wählen wir mal hier aus und dann Doppelklick. Ja, da kommt er. So, dann haben wir hier Hi-Hat Open und Hi-Hat Closed. Dann gehen wir auf Hi-Hat Closed und dann können wir hier wieder auf Controls gehen und die Amplitude hier ein wenig runtersetzen. Und zwar vom Rauschen aber. Einen Oszillator habe ich ja da gar nicht. Man kann es aber auch, wenn man das nicht hier machen will, hier einfach machen. Das muss ich aber mal gerade schauen, ob das nicht die allgemeine Lautstärke ist. Nee, ist sie nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal her. Jetzt ist noch die Hi-Hat Open zu laut. Das heißt, dann gehen wir hier rein und den können wir jetzt auch hier ein bisschen runterregeln. Ein bisschen lauter. So, das war einer zu viel da. Der muss weg. So, jetzt können wir hier das verlängern. Das heißt, mit dieser Funktion hier, da mache ich jetzt 4 Takte raus und dann können wir hier das auch entsprechend ändern. Und dann wird das einfach hier selektiert. Und dann machen wir STRG D. Und dann schiebt man das hier noch so, wie es kommen muss. Und da ändern wir jetzt nur noch an der Snare was ab. Und zwar hier hat er ja einfach nur einen Schlag gemacht. Machen wir hier mal noch einen Schlag dahinter. Da zum Beispiel mal gucken. Okay, gefällt mir. Und dann nehmen wir jetzt die alle hier. Selektieren, STRG D. Und dann schieben wir die auch hier rüber. So. Und dann können wir jetzt hier den. Gehen wir mal ein bisschen. Da kommt noch ein Schlag rein. Und hier machen wir das so. Ich habe vergessen, die Hi-Hat Opens mit zu kopieren. Das heißt, die kann ich jetzt auch hier STRG D und dann kommen die so. Nochmal STRG D. Dahin. Gucken, ist das richtig? Ja, das sieht gut aus. Und nochmal STRG D. Dann schieben wir die auch hier. Und dann kann man sich hier noch beim Ende da machen wir mehrfach offen. Das heißt Hi-Hat Closed, die nehme ich hier raus und mache hier jetzt rein 2, 3, mal gucken. Jo, fein. Dann haben wir Schlagzeug. Das heißt, dann können wir die Mutes hier mal wieder rausnehmen. Und dann kopieren wir das jetzt hier. Da haben wir 2 von. Da brauchen wir nur noch einen kopieren. Das heißt STRG D. Und dann können wir den Song hier nach hier hinten erweitern. Ganz richtig hört sich das nicht an. Muss ich mir nochmal anschauen.
hier, da haben wir ja jetzt die verschiedenen Kanäle und denen kann ich jetzt noch Namen geben. Das heißt, das hier, das ist die Kickdrum. Das heißt Rename und Kick. Und Nummer 2, das ist die Snare. Nummer 3 ist die Hi-Hat Closed. Das heißt Rename Hi-Hat Closed. Und der Nummer 4, das ist der, den renamen wir und nennen wir Hi-Hat Open. Jetzt müssen wir rausfinden, was da noch irgendwo im Busch ist. Klingt so, als wenn es total aus dem Takt wäre. So, dann machen wir hier einfach mal den Hi-Hat Closed. Das können wir hier machen. Hi-Hat Closed muten wir. Open muten wir auch. Die stimmen schon mal. Die ist zu laut, die halt oben. Erstmal geben wir den als Post-Fader auf den Reverb. Dann haben wir jetzt noch hier den Flanger und den geben wir das jetzt auch drauf. Na, geh doch auf. Ja, das ist hier manchmal nicht ganz so einfach. Vielleicht können wir ihn hier aufmachen. Ah ja, da kommt er. Da haben wir den Flanger. Und da können wir jetzt den Min-Delay hier schön zurückdrehen.
die Modulationstiefe, die ist, denke ich mal, in Ordnung, kann man auch ein bisschen mehr geben. Feedback, ziemlich viel, Stereophase und dann gibt es aber noch was, und zwar die Modulationsrate. So, die machen wir jetzt so richtig schön langsam und horchen da mal rein. Hier noch versuchen, den Dry Amount rauszunehmen. Dann haben wir noch eine Sache, und zwar die Akkorde. Da sind die Akkorde. Die möchte ich gerne, da möchte ich gern, dass die so pennen von links nach rechts. Also so halt durchs Bild fliegen, in Anführungszeichen Bild, also durch den Kopfhörer fliegen. Da haben wir ein LFO für, was wir dafür brauchen, und wir haben einen Effekt, den werde ich jetzt hier zufügen, und zwar der Effekt, da muss ich überlegen, der heißt irgendwas mit Pen. Und müssen wir gucken, welcher das war. Das ist der AMS VC Panning. Den nehme ich und packe den hier so rein als Effekt, und der ist auch hier jetzt da, dann können wir den auch ruhig stehen lassen. Und dann, der muss jetzt auch von den Akkorden beschickt werden. Das heißt, hier bei den Akkorden, da habe ich ja hier beim Post-Fader aufs Reverb geschickt. Nicht auf den Flanger. Kann man auch noch vielleicht machen, aber ich mache jetzt erstmal, das schicken wir jetzt nach dem Fader auf den AMS VC Panning. Ruhig mit voller Gewalt, und dann sagen wir den Akkorden aber hier, dass die einfach gar nicht ausgegeben werden direkt. Die kommen natürlich jetzt übers Reverb. Das heißt hier, das kann ich jetzt zurücknehmen. Dann sind die wirklich fast ganz weg. Und aber übers VC Panning, da kommen die natürlich. Und dann müssen wir gucken, wo haben wir das VC Panning. Das ist K-Reverb, K-Flanger. Da muss man hier so ein bisschen rüber wechseln. Da ist das VC Panning. Und dann können wir den hier reinziehen. Dann haben wir den hier schön drin. Da sieht man, der kriegt, das geht jetzt alles über das Panning. Und der muss jetzt geregelt werden mit einem LFO. Dafür haben wir hier so einen FX-Bereich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das sieht so aus, als wenn man hier einfach was reinzieht, aber da ist hier eine Unterscheidung. Da muss das hingezogen werden. Das sieht man so hier gar nicht. Das habe ich auch erstmal rausfinden müssen. Und da tippen wir hier ein LFO. Dann nehme ich das AMS LFO. Hier unten sieht man immer, das ist ein LV2 Plugin, und der hat 2 Controls und kein Audio, kein MIDI und so weiter. Ich denke aber, dass der genau passend ist, und den ziehe ich jetzt einfach hier so rein, und dann habe ich den hier, und der ist hier schon am Wackeln.
Und jetzt hat man hier das Bedienfeld. Das geht, glaube ich, nicht größer. Also schon, aber nicht so richtig. Und da muss die Frequenz hier natürlich schön niedrig gemacht werden. Gucken wir mal. Da sieht man jetzt. Zählen wir mal. 21, 22, 23, 24, 25. Also über 5 Sekunden eine von links nach rechts und dann wieder zurück. Das können wir so nehmen. Und dann können wir das hier zumachen. Und jetzt kann ich hier über das Makro 1 hier den Ausgang festlegen. Wohin soll der? Und da wähle ich jetzt den AMS VC Penning aus, und zwar AMS VC Penning, und dann habe ich hier die verschiedenen Eingänge, und ich glaube Pen Offset ist da das Richtige. Das wählen wir jetzt aus, dann wird das so rot, und dann können wir hier auf OK klicken und dann ist das verbunden. Und jetzt starten wir nochmal. So, schauen wir mal gerade, wo wir hier wieder gelandet sind. Da haben wir. So, gucken wir uns den Kram nochmal an. VC Penning und so, da ist der VC Penning und dann den haben wir hier noch auf. Starten wir das mal gerade hier.
Pen-Offset muss damit gesteuert werden können. Gucken wir uns das nochmal an. FX. Ein bisschen hochziehen hier. Na, wo bist du denn? Da. Nehmen wir den mal. Kann sein, dass ich mich da vertan habe. So, das heißt, das geht jetzt auf den VC Penning. Und auf VC Penning und Pen Offset. Ja. Da muss ich den Ausgang wählen. So, wenn dann die Geschwindigkeit nicht passt, dann kann man jetzt hergehen und den LFO entsprechend anpassen. Und zwar, das muss der hier sein. Schauen wir uns den mal an. Ob ich den noch mal aufkriege. So, da haben wir ihn. Und dann können wir hier die Frequenz noch ein bisschen runterdrehen. Okay. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abonnement da und damit ich irgendwann hier auch mal über
über die 1000 Abonnenten kommen. Aber ich denke, das werde ich mit dem Kanal nicht so schnell schaffen. Aber das ist auch reine Fun hier. Und das Programm könnt ihr halt kostenfrei beziehen. Das gibt es für verschiedene Plattformen. Das heißt auf alle Fälle für Linux, Windows und Macintosh. Und wie gesagt, ist aber in der Beta-Phase noch nicht alles übersetzt. Da ist noch viel Arbeit und ihr könnt auch gerne den Programmierer dabei unterstützen.